Boah, ist der gut. Oh nein, verdammt, warum ist es erst 11 Uhr morgens? Bonjour zu einer neuen 10-Zutaten-Challenge. Heute wird's französisch. Das ist nämlich eine Kooperation mit dem französischen Landwirtschaftsministerium. Ich werde heute ausschließlich mit französischen Produkten kochen und würde sagen, los geht's. Ich bin bereit. Leute, bleibt unbedingt bis zum Ende dran. Es gibt nämlich eine Reise nach Paris zu gewinnen. Aha, erste Zutat, Pfifferlinge. Öl, Walnussöl, riecht extrem gut. Butter und Creme fraiche, oder? Ja. Chili. Juhu, es wird scharf. Eine Artischocke. Zucchiniblüten. Ach du meine Güte. Die habe ich auch noch nie zubereitet. Es wird auf jeden Fall gut aussehen. Es geht nur ums Aussehen und um den Geschmack. Boah, das ist ein geiler Wein. Das ist mal ein ordentliches Stück Fleisch. Es ist sehr frisch. Wie spricht man das aus? Entrecot? Entrecot ist das, Entrecot. Croissants! Bitte, was wäre ein französisches Gericht mit französischen Zutaten ohne Croissants? Das geht ja mal gar nicht. Sind übrigens alles Produkte mit Gütesiegel der EU. Das heißt, sie sind nach traditionellen Methoden hergestellt. Wir haben hier nur das Beste vom Besten. Bevor ich gleich entscheide, was ich genau mache, würde ich erstmal die Artischocke kochen. Ich habe kein Salz oder so, weil eigentlich müsste ich Salz ins Wasser tun, wenn ich eine Artischocke koche. Das weiß ich. Das haben wir jetzt halt nicht. Aber wir haben nachher Chili zum Würzen. Das ist auch okay. Erstmal den Stängel entfernen. Da habe ich sie. Ich finde, die Artischocke sieht voll schön aus. Die Artischocke ist gewaschen. Jetzt kann sie ins Wasser. Deckel drauf und dann lasse ich sie jetzt ungefähr so eine Dreiviertelstunde kochen. Jetzt die Croissants, also schnell den Backofen erhitzen. Haben wir den Herd wieder angelassen? Ich habe den Herd über Nacht wieder angelassen. Ich glaube, das geht schnell. Vielleicht 20 Minuten. Okay, jetzt habe ich ein bisschen Zeit zu überlegen, was ich eigentlich machen will. Schreibt mir mal eure Ideen in die Kommentare, was ihr aus den Zutaten machen würdet. Auch wenn mir das jetzt leider gerade nicht hilft. Also die Artischocke lasse ich so. Ich weiß, Zucchiniblüten kann man frittieren. Wir haben aber kein Öl zum Frittieren. Also mit Walnussöl würde ich jetzt nicht frittieren. Vielleicht benutze ich die nur zur Deko, die Zucchiniblüten. Vielleicht backe ich die Zucchiniblüten. Also aus den Croissants mache ich so eine Art Croutons mit der Butter. Das Fleisch, da mache ich so eine Art Steak. Was mache ich mit den Blüten? Leute, ich habe lange überlegt, aber ich habe mich jetzt entschieden. Und zwar mache ich eine Creme aus Pfifferlingen und Creme fraiche mit Chili. Und damit fülle ich die Zucchiniblüten, dann mache ich die zu und dann backe ich die im Ofen. Ich habe überlegt, ob ich die Pfifferlinge anbrate noch vorher in der Pfanne. Aber das Problem ist einfach, wenn dann Wasser austritt, wird es, glaube ich, zu flüssig. Die Pfifferlinge habe ich geputzt. Jetzt schneide ich sie in Stücke. Ich improvisiere, Leute. Also es geht wirklich darum, euch zu zeigen, dass die französische Küche viel einfacher ist, als man denkt. Weil man hat schon, glaube ich, von der französischen Küche so ein Bild, dass es immer so Haute Cuisine ist, dass es Sterneküche ist. Ja, die können halt auch verdammt gut kochen, die Franzosen. Aber man kann auch super einfach mit französischen Zutaten was Leckeres zaubern. Die Croissants gehen auf. Guck mal, ist das geil. Es duftet. Das ist sehr fett, aber sehr geil. Gut, dann gebe ich die Pfifferlinge da rein und Creme fraiche dazu. Und dann würze ich noch mit Chili, weil das habe ich ja. Das ist mein einziges Gewürz, das ich habe. Und Fett natürlich. Wisst ihr, was die 3 wichtigsten Zutaten in der französischen Küche sind? Butter, Butter und Butter. Ist so. Du lachst, aber ist so. So, noch mehr. Ich schaue, dass es noch fester wird. Dann gebe ich noch mal Pfifferlinge rein. So, ein bisschen Chili kann noch. Gut, dann geht es jetzt ans Füllen. Von der Blüte können wir nicht alles essen, also Stempel und Staubgefäße entferne ich mal. Das müsste eigentlich ganz einfach gehen. Ja, und schon draußen. Das wird jetzt spannend. Ich hoffe, es hält alles zusammen. Und zumachen. Aber das sieht doch schon mal gut aus. So, die Croissants sind fertig. Runter mit den Croissants. Dann kommen jetzt die Blüten in den Ofen. Sie sehen echt wunderschön aus. Vielleicht brauchen sie 10, 12 Minuten, sowas. Mehr glaube ich nicht. Tada! Was fehlt noch? Wir haben noch das Fleisch, den Rotwein, die Butter, Chili. Würde ich noch mal nehmen, auf jeden Fall zum Würzen, und Walnussöl. Walnussöl muss ich noch benutzen. Dann schneide ich jetzt mal vom Fleisch ein Stück runter und dann brate ich das scharf in der Pfanne an. Pfanne holen. Ran an das Fleisch. Daumen dick. Also ich mache Rindermedaillons. Boah, das riecht gut. Flo ist aber auch groß. Flo braucht ein dickes Stück. Gell, Flo? Da sagst du nicht nein. Das gefällt mir nicht so. Aber es wird trotzdem gegessen. Das ist doch gut. 2 Rindermedaillons. Die Pfanne ist heiß. Dann gebe ich jetzt also Butter da rein. Das ist gut, das ist nämlich schon richtig heiß. Jetzt kann ich das Fleisch scharf anrösten. Dann gebe ich es in Alufolie, gebe es in den Backofen und lasse es dann noch mal so 5 Minuten drin. Weil die sind ja ziemlich dünn. Muss schon innen noch zumindest rosa sein. Ja, das passt schon, das reicht schon. Und in den Ofen. Jetzt kommen die Croissants, aus denen mache ich ja Croutons. Croissants und Frankreich. Ohne geht's nicht. Ein bisschen Butter. Noch ganz viel Butter meine ich natürlich. Croutons aus Croissant. Oh mein Gott, so viel Französisch. Und außerdem echt so viel Butter.
Ich habe alles benutzt, bis auf Wein und Walnussöl. Was mache ich mit dem Wein? Ich weiß es nicht. Schaut schon ganz gut aus. Geht es ab? Geht ab. Ja. Ich glaube, die ist durch. Obwohl ich die Artischocke nicht gewürzt habe. Gar nicht. Schmeckt die bombastisch lecker. Das Walnussöl gieße ich gleich über das Fleisch. So setze ich das ein. Und der, hier, Dings da, genau. Und den Rotwein nutze ich, um die Croutons abzulöschen. Ich muss es ja benutzen. Nur ein Schuss Rotwein, weil der ist nämlich wirklich sehr, sehr, sehr edel. Es wäre schade, wenn der jetzt komplett verkocht werden würde. Den Rest, den trinke ich dazu. Und dann müssen jetzt die Schwarzen entfernt werden. Ich bräuchte noch Besteck. So, jetzt ist der Moment gekommen. Ich probiere. Ich habe einmal meine Croutons. Schmeckt ganz leicht säuerlich durch den Rotwein, aber auch knusprig. Schmeckt gut. Es schmeckt wirklich wie Croutons. So, und jetzt die Blüte. Schmeckt sehr lecker. Pfifferlinge, die schmeckt man wirklich gut raus. Die Blüte ist relativ neutral, aber dieses Pfifferling-Creme-Fraiche-Mischung ist irrsinnig gut und es sieht halt mega schön aus. Ne? Die Blüte ist vor allen Dingen für die Optik da. Zucchini schmeckt auch gut. Das Fleisch, auf jeden Fall mit Walnussöl. Was soll ich da noch sagen? Es ist einfach geiles Rindfleisch. Die Artischocke könnt ihr übrigens auch einfach in das Walnussöl tunken. Boah, das ist geil. Ihr könnt den ganzen Tag nur sitzen und Artischockenblätter essen. Richtig gut, ich bin happy. Es ist gut gelungen. Es hat ein bisschen gedauert, weil die Artischocke so lange kocht. Aber es war echt nicht aufwendig. Challenge gelungen, würde ich sagen. Die Franzosen trinken natürlich noch ein Glas Rotwein dazu. Boah, ist der gut. Oh nein, verdammt, warum ist es erst 11 Uhr morgens? So, ihr Lieben, haltet euch fest. Ihr könnt eine Reise nach Paris gewinnen für 2 Personen. Bis zum 6. Oktober habt ihr die Chance. Alles, was ihr machen müsst, ist ein Gericht aus französischen Zutaten zuzubereiten. Das postet ihr dann einfach auf Twitter, Facebook oder Instagram und benutzt den Hashtag bonappetit.de. Wichtig, teilt das Ganze öffentlich, damit wir es auch finden können. Ich drücke euch ganz, ganz, ganz fest die Daumen. Weitere Infos zum Gewinnspiel findet ihr in der Infobox. Und das französische Landwirtschaftsministerium hat mich schon nach Paris eingeladen. Da ist auch ein Video entstanden. Das findet ihr hier. Vielen Dank nochmal an dieser Stelle, dass ich da sein durfte. War sau lecker. Und hier kommt ihr zu einer weiteren 10-Zutaten-Challenge. Hier auf meinem Bauch könnt ihr meinen Kanal abonnieren. So viele Sachen zu tun, alle richtig cool. Ich freue mich, wenn ihr das macht. Bussi, Baba.